Herzlich willkommen zum 5. Film in unserer Porträtreihe Porträt mit Bela. Wir sind heute bei der Nase angelangt und ihr könnt sehen, dass unser, wie heißt er eigentlich hier? Ich glaube Hugo heißt er, hat heute eine kleine Nase aus Radiergummi bekommen. Wir werden heute die Nase ein klein wenig im Vorfeld zeichnen. Ich möchte gerne zeichnerisch kurz auf die einzelnen Strukturen der Nase eingehen, auf die einzelnen Teile, denn dann können wir sie auch später besser malen. Bela, hast du denn irgendwelche Hausaufgaben gemacht? Also eigentlich hatte ich ja keine auf. Stimmt, wir hatten eigentlich keine auf, aber vielleicht hast du ja trotzdem was gezeichnet. Ich habe ein bisschen was gezeichnet nebenbei, wenn ich mal Zeit hatte, aber das ist nicht im realistischen Stil gehalten. Jetzt sind wir gespannt. Bela, magst du uns einmal zeigen, was du gemacht hast? Ich muss ja, oder? Ja. Ja. Okay, so hier seht ihr nochmal das Auge vom letzten Mal, da waren wir stehen geblieben. Und jetzt schaut mal, womit Bela sich beschäftigt hat. Bela, kannst du ja mal ein bisschen was erzählen dazu? Ja, genau. Ich habe ein bisschen Manga gemalt, einfach abgemalt von dem, was ich gelesen habe. Ich habe mir ein bisschen versucht, spannende Positionen vom Kopf auszusuchen, die so ein bisschen Perspektive haben. Ja, genau. Also wir hatten ja letztes Mal die Dreiviertel-Porträtansicht geübt oder erst mal kennengelernt. Und das ist jetzt hier von vorne zum Beispiel, ne? Toll gezeichnet. Und hier dreht sich der Kopf schon ein bisschen. Und dann haben wir mehr hier zu sehen, größeren Teil, als auf der linken Seite. Ja, tolle Dreiviertelporträts hier. Und so schöner Expression, würde ich jetzt auf Englisch sagen. So schöner Ausdruck im Gesicht. Toll. Ist das nicht schwer, so einen offenen Mund mit Zähnen zu malen? Das hast du ja toll hingekriegt. Das ist ein bisschen tricky, auch darauf zu achten, dass es halt auf der einen Seite wirklich, wenn man das hier sieht, ja, wirklich nur irgendwie ein Viertel ist und verkürzt. auf der anderen Seite dann genau. viel mehr. Und auch bei den Augen müsste man darauf achten, dass das Auge auf der kleineren Seite hier auch ein bisschen kleiner ist. Sieht so aus, ja, toll. Auch ein tolles Dreiviertelporträt hier, sehr schön. Das Auge sitzt weit in der Mitte hier von dieser Hälfte. Und das Ohr bekommen wir ja noch. Das Ohr lernen wir noch. Ja. Dann, ich glaube, wenn wir das gelernt haben, das Ohr, wird das noch ein bisschen realistischer aussehen in deiner nächsten Manga. Obwohl ich sehe gerade hier, dass die Ohren ja so elfenmäßig, das ist eine Elfe. Schön, und hier hast du nochmal die Augen gemacht. Toll. Also Bela hat sehr wohl geübt in seinem eigenen Stil, finde ich toll. Die Nase ist das Objekt im Gesicht, welches am stärksten aus dem gesamten Gesichtsfeld herausragt. Ich gebe zu, die Nase, die ich hier vorhin ein bisschen modelliert habe, ist fast eine Clownsnase geworden. Sie ist ein bisschen zu groß. Wir können natürlich grundsätzlich sagen, die Menschen haben unterschiedliche Nasen. Also es gibt unterschiedliche Formen der Nasen, Knollennasen, schlanke Nasen. Von daher muss man letztendlich immer genau schauen, wie die Nase des zu Porträtierenden wirklich aussieht. Es gibt aber ein paar Dinge, auf die wir achten müssen. Und es gibt natürlich auch ein paar Grundstrukturen, aus denen die Nase besteht. Und deswegen haben wir uns erstmal hier das Zeichenpapier hingelegt. Das ist noch kein Aquarellpapier. Und wir gehen einmal durch, wie ich ganz schematisch eine Nase aufbaue. Ich würde anfangen mit der Mittellinie, eine senkrecht heruntergezogene Linie, Mittellinie der Nase. Dann fange ich immer an mit der Nasenspitze und die male ich zunächst als runden Ball. Und dann gibt es eine knöcherne Struktur der Nase, die, wenn ich jetzt mal hier bei unserem Hugo die Nase abnehme, sehen wir hier im Skelett, also im Schädelknochen, endet die knöcherne Struktur der Nase an einem Höcker. Und da bitte ich euch jetzt mal alle ins Gesicht zu fassen und diese knöcherne Struktur zu ertasten. Kann man gut finden, ne? Und wenn man jetzt weiter runter geht mit dem Finger, merkt man, dass alles, was darunter ist, kann man auch mal so machen, Knorpel ist. Ja? Und diese knöcherne Struktur, das ist der Nasenrücken. Und den Nasenrücken setze ich jetzt hier als tropfenförmige Form mit einer kleinen Lücke hier zur Nasenspitze. Da gibt es dann nachher noch eine Verbindung. Und hier oben fügen wir noch ein unsere Glabella. Die ist uns wohl bekannt. Das ist der Bereich hier oben zwischen den Augen, da wo die Stirnhöhle in die Nase, ich glaube man nennt es Nasenwurzel, übergeht. Jetzt würde ich diese Teile ganz locker, ich zeige es mal, ein bisschen so ein paar Millimeter Abstand von dem, was wir schon gezeichnet haben, verbinden mit einem Konturstrich, gehe um die Nasenspitze herum und gehe auch noch unter die Nasenspitze herunter. Also wirklich, man hat hier, ich weiß nicht, wie viel ist das, 3 Millimeter jeweils herum und bauen hier eine Haut sozusagen um
Da wird es wieder ein bisschen dicker und da geht es hoch zur Glabella. Ungefähr auf einem Drittel, ungefähr im oberen Drittel des Durchmessers der Nasenspitze, ziehen wir uns jetzt mal hier so ganz vorsichtig eine waagerechte. An diesen Punkten hier und hier, da wo es den äußeren Kreis schneidet, setzen wir die Nasenflügel an. Und bei den Nasenflügeln ist es so, dass du dir auch hier eine gerundete, quasi wie eine Halbkugel vorstellen musst. Und hier gehen wir nicht ganz bis an den Kreis dran und auf der anderen Seite genauso. Und manchmal ist es auch so, dass die unten ein bisschen breiter sind als oben. Jetzt fehlen noch die Nasenlöcher. Und wir sehen, dass die, wenn wir hier sagen, hier ist die Spitze der Nase, ja, dann haben wir hier die Nasenrücken haben wir gemacht, Glabella haben wir hier eingesetzt, Spitze der Nase, jetzt haben wir die. Und die Nasenlöcher befinden sich in diesem unteren Bereich der Nase, nicht an der Spitze dran, sondern wirklich darunter. Und deswegen gehen wir jetzt von diesem Punkt hier aus, gehen hier oben in die Form der Nasenflügel hinein und malen jetzt hier wie so ein Komma. Hier ein bisschen dicker und da ein bisschen dünner. Und hier auch ein Komma. Gut, jetzt haben wir schon mal so eine einigermaßen akzeptable Nase gemalt. Ich würde hier oben nur mal für uns zum Verständnis die Augenhöhlen noch ein bisschen eintragen. So ganz bisschen nur andeuten. Hier ist eine und hier ist eine, dass wir wissen, wie weit die, wie so eine Brille aufsetzen. Ja, das sind die Augenhöhlen, wo nachher dann die Augen drin sind. Mein Hugo, dann könnt ihr das nochmal sehen. Hier die Augenhöhlen sitzen hier drin. Das sind wirklich die Höhlen, wo nachher der Augapfel drin ist und all das, was wir schon geübt haben. Das sieht jetzt ja eigentlich schon ganz gut nach einer Nase aus, oder? Ja. Ja. Aber was jetzt noch fehlt, ist das Volumen. Um wirklich 3D zu zeichnen oder natürlich dann zu malen, müssen wir mit den Schatten jetzt Volumen schaffen. Wir haben nicht nur den Nasenrücken, sondern wir haben auch eine Nasenwand. Die haben wir hier schon so ein bisschen angedeutet. Das ist schon Teil der Nasenwand hier. Das können wir schon mal so ein bisschen schattieren. Das wird in jedem Fall dunkler sein als der Nasenrücken selbst, wenn das Licht jetzt irgendwie von oben kommt. Und beim Malen nachher müssen wir bedenken, dass diese, die ich jetzt hier so scharf nachgezogen habe, einfach damit man es besser sehen kann in der Kamera, das hier ist nachher eine weiche Kante. Ja? Also der Schatten des Nasenrückens würde hier weich in die Wange hineinlaufen, bis es hier unten, hier ist das Jochbein, das ist ein bisschen heller und hier haben wir nachher einen weichen Schatten. Also wenn wir wollen, können wir uns das schon mal so ganz leicht hier eintragen, dass es hier nachher ein bisschen dunkler wird. Hergestellte Arbeitsblätter und auch diese Fotovorlagen bekommen Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man tief eintauchen will ins Training, dass man auch diese Fotovorlagen dann zur Verfügung hat. Ein sehr wichtiger Schatten, der das Volumen der Nase wirklich deutlich macht, ist der Schatten, der sich bildet, wenn die Nase hier zurückspringt. Ja, das ist eben wirklich, man muss sich vorstellen, wie so ein Berg ragt sie aus dem Gesicht raus und hier wäre sozusagen die Verankerung. Der geht folgendermaßen. Wir haben erstmal einen Schatten hier der Kugel. Deswegen wisst ihr jetzt auch, warum wir diese Kugeln so stark geübt haben. Hier müssen wir im Prinzip nachher nur eine Kugel malen. Und die beiden Nasenflügel sind im Grunde auch Kugeln, kleine Halbkugeln. Und da wäre der Schatten so anzusetzen. Es ergibt sich also für diesen Nasenschatten eine Form, die so ein bisschen aussieht wie eine Möwe mit Schwingen. Und was brauchen wir dann noch? Was meinst du, Bela? Hier unter der Nase? Ja, das ist auch ein Schatten. Da muss ein Schlagschatten entstehen. Also unter der Nase müssen wir einen Schlagschatten haben, so wie bei unseren Kugeln auch der Schlagschatten hier unter der Kugel war. Ich würde also jetzt hier in dieser Art den Schlagschatten einfügen und erstmal Kugelschatten und Schlagschatten durchschraffieren. Für die Schlagschatten im Gesicht, es gibt ja noch ein paar mehr, verwende ich später eine kühle Schattenfarbe. Ja. Die warme Schattenfarbe war Cadmiumrot plus Kobaltblau. Achso, und das war ein anderes Rot für die. Genau. Und die Schlagschatten wird mit kalter Schattenfarbe gemischt und Alizarin plus Kobaltblau gibt dieses kühle Violett. Ja? Es gibt so wie bei der Kugel auch eine wichtige Lichtreflexion und die ist, ich habe es hier schon ein bisschen heller gelassen, siehst du hier bei der Dicke der Nasenwände und dann kann man mit dem Radiergummi hier kleine Helligkeit wieder rausholen. Das sind kleine Lichtreflexionen um die Nasenlöcher herum.
Eine kleine Schattenform, die ich immer noch einsetze, auch im Aquarell, ist hier die kleine Dunkelheit, die Helligkeit hier des Nasenflügels, dieser Halbkugel, ja, definieren. Das heißt, das kommt hier rein, so eine kleine Schattenform. Und dann brauchen wir die Linie nicht mehr da oben. Und dann sind wir ja schon gut vorbereitet und können jetzt die Nase mit Aquarellfarben malen. Für unsere Porträtserie brauchen wir immer die gleichen wenigen Hauttöne Farben. Das sind Cadmiumrot hell von der Firma Schminke, Kobaltblau, Titanweiß, Cadmiumfreies Orange und Alizarin Karmesin von der Firma Winsor Newton. Wir arbeiten auf Büttenpapier der Firma Arches 300 Gramm Grain Fin. Gezeichnet haben wir auf einem einfachen Zeichenpapier der Firma Bösner. Der Rotmalerpinsel, den wir beide benutzt haben, ist der Pinsel in der Größe 10 aus meiner eigenen Pinselkollektion und ein synthetischer Auswaschpinsel in der Größe 10. So, wir werfen noch mal einen Blick auf die Hauttöne. Das ist der Eigenschatten für die Kugel gewesen, der Eigenschatten für die Nase, der warme Schatten mit Cadmiumrot und Kobaltblau. Manchmal gebe ich da auch eine Spur Orange noch mit rein, damit es wirklich ein warmer Schatten wird. Und der kühle Schatten war mit Kobaltblau und Alizarin Karmesin. Und da haben wir noch mal die warmen Schatten, wenn man mit Orange statt Rot arbeitet. Okay, der erste Farbauftrag ist jetzt wirklich ganz einfach und zwar müssen wir nur schauen, gucken wir nochmal auf unser Foto, also auf dem Nasenrücken und auf der Spitze gibt es manchmal ein Highlight, wenn die Nase sehr glänzt. Das ist nicht immer da, ja? Hier haben wir es zum Beispiel nicht, je nach Beleuchtung und je nach Feuchtigkeit der Haut sozusagen. Also ich mische mir jetzt hier eine ganz wässrige Mischung mit Orange und Rot. Und auch hier hinten habe ich schon ein bisschen Alizarin auch mit dabei. Und damit gehen wir jetzt hier ganz leicht über das Gesicht drüber. Verschiedene Mischungen sollen sich auf dem Papier mit sehr viel Wasser, ihr seht hier, wie der Tropfen läuft, mischen. Und jetzt kann man hier versuchen, eben auf dem Nasenrücken was Weißes stehen zu lassen. Das werde ich aber gleich mit Wasser noch ein bisschen verblenden. Und dann hier geht es weiter auf den Nasenball. Der Nasenball selbst ist immer sehr gut durchblutet. Wir haben gesagt, da ist kein Knochen, sondern es ist nur Knorpel. Das heißt, da können wir schon mal ein bisschen extra Rot mit reingeben. Und wir malen jetzt hier einfach rüber, also dass wir nicht die Nase so separat haben, sondern da. So, jetzt gehe ich hier nochmal mit kontrolliertem Wasserverwischpinsel ran, weil da möchte ich keine harten Kanten haben auf dem Nasenrücken. Bela wischt sich schon den Schweiß vom Nasenrücken, aber es kann ja nichts passieren. Auch hier habe ich schon ein bisschen geglättet die Kante. Ach so, auch die Nasenwände können wir schon mal so ein bisschen dunkler machen hier. Wenn ich jetzt hier etwas einaddieren möchte in meine Nase oder auch in das Auge, dann muss der Pinsel relativ trocken sein, weil es jetzt hier auf dem Papier so nass ist. Ich habe jetzt nur mal die Augenhöhlen so ein bisschen dunkler gemacht, ja? Also das muss man jetzt nicht machen. Ja, warum nicht? Das kann ruhig erstmal ziemlich chaotisch aussehen. Die Farbe sucht sich ihren Weg. Prima. Wenn du mutig bist, machst du noch ein bisschen rötlicher. Aber wenn du es so haben möchtest, auch gut. Ist dann eben eher ein blasserer Hauttyp. Ja, genau. Das ist schön. Und dann, wir haben jetzt heute jeder einen Föhn dabei, weil ich schichte jetzt ja bei dieser Art zu malen, wird eine Schicht auf die andere gelegt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir erstmal trocken föhnen. Okay, was wir jetzt malen werden mit unseren Schattenfarben, ist der Eigenschatten hier der Nase, da wo sie den Nasengrund bildet. Und wir fügen gleich den Schlagschatten an. Und wenn das Ganze noch nass ist, werden auch die Nasenlöcher reingesetzt. Also das ist jetzt so ein bisschen tricky und deswegen, liebe Leute da draußen, malt nicht nur eine Nase, malt 10 Nasen und nach der 10. Nase wird es dann besser. Wir mischen uns den warmen Schatten mit Cadmiumrot. Wenn man will, kann man ein bisschen Orange mit reinnehmen und dann nehmen wir das Kobaltblau mit rein. Was entstehen soll, ist ein rot dominiertes Braun. Ja, also es soll nicht so wahnsinnig bläulich sein. Das Blau hilft uns nur, das Rot dunkler zu machen. Große Pfütze machen für den Schatten, den Pinsel ordentlich vollladen und das Ganze relativ wässrig halten. So, das ist das Erste. Jetzt gehe ich hier noch mit einem verbindenden Extrarot dran. Und jetzt wird hier oben, kommt klares Wasser dagegen, weil ich brauche jetzt ja die weiche Kante, ne, von der Kugel. Und jetzt verbinde ich das und kriege eine weiche Kante. Da gehen wir noch ein bisschen nach oben. Und solange wie das jetzt noch nass ist, gehe ich mit meinem blau dominierten Schatten und dann setzen wir unten den blauen Schatten dagegen und versuchen hier
an die Form der Nase dran zu gehen. Und da und hier gehen wir rum. Und der kommt uns jetzt erstmal dunkel vor, ne? Aber sind ja noch nicht fertig. Jetzt werden die Nasenlöcher eingearbeitet mit allen Rot- und Orangetönen und Blau und ganz viel Creme. Nicht mehr ins Wasser gehen und dann kriegt man fast ein Schwarz. Also eher rötlich denken statt schwarz. Hier rein. Und jetzt hole ich mit dem Auswaschpinsel ein bisschen Helligkeit zurück, wo es mir zu dunkel geworden ist. Da, siehst du? Und da. Genau, der Kugel kannst du halt gut so mit so einem Schwung folgen, dass das nicht zu gerade ist. Ja, ist bei mir auch so ein bisschen zu gerade geworden. Weißt du, hier, dieses Runde hier unten. Und das Ganze muss halt schnell passieren, das ist das Doofe. Und jetzt nimmst du klares Wasser, gehst von oben dagegen und versuchst dann kontrolliert die Sache zu verbinden. Erstmal da oben eine Spur legen, genau. Und jetzt dazwischen, also jetzt einfach so ein bisschen drücken den Pinsel und hoch, genau das. Und dann läuft es ein bisschen, genau, ist alles gut. Ja, gut. Ne, und jetzt versuppt das manchmal hier, also jetzt verschwimmen hier die Kanten. Und ich würde auf alle Fälle hier schließen, dass da nichts Helles bleibt. Und jetzt würde ich nochmal unterbrechen und das ein bisschen weicher machen hier. Gut. Um die Nasenlöcher herum gibt es jetzt noch, also was Bela jetzt noch machen kann, ist hier unten eine kleine Lichtreflexion, ne, dass du das deutlich machst. Und jetzt wird es eben auch heller hier direkt um die Nasenlöcher herum. Da helle ich jetzt nochmal auf, hier darum herum. Das ist der kleine Widerschein des Lichtes, der auf die helle Haut hier unten trifft, zurückgeschlagen wird und dann diesen Bereich hier aufhält. Und das ist wahnsinnig wichtig für die dreidimensionale Wirkung dieses Bereichs hier, diese Aufhellung um die Nasenlöcher herum. Wenn die so dunkel nur drauf sitzen auf der Nase, sieht es aus wie aufgeklebt. Siehst du es hier? Jetzt geht es nach innen und formt sich. Ja, nicht schlecht. Gut. Was wir jetzt noch machen, diese kleine Schattengeschichte hier. Und wenn wir wollen, ziehen wir es nach oben ein bisschen aus, sodass die Seitenwände der Nase auch ein bisschen dunkler werden. Wir mischen jetzt wieder die warme Schattenfarbe und nicht so sehr dunkel. Also es reicht jetzt wirklich ein kleiner Schritt in die dunklere Richtung. Setzen das hier rein und jetzt hier ein bisschen hoch. Und dann wird es aber wirklich zu beiden Seiten hier mit Wasser verblendet. Und auch zur anderen Seite. Denn wie gesagt, es ist eine ganz weiche Kante in die Wange hinein. Ich würde hier noch, guck mal, ich fahre hier immer noch mal ein bisschen rein in diese Trennritze da. Und dann schön rechts und links weich machen. Ne? Also hier auch keine harte Kante zum Nasenrücken, ist alles weich. Also immer diesen Trick mit dem Pinsel dran gehen, mit dem kontrollierten Wasserverlauf. So, ich mache die Glabella noch ein bisschen dunkler und wieder verblenden. Und so kann man sich im Grunde Schicht für Schicht hier rantasten und das Ganze aufbauen. Aber es gilt natürlich auch hier wieder, jede Schicht macht es im Grunde ein bisschen fester. Und ich bin immer froh, wenn ich es relativ zügig mit wenigen Farbaufträgen erwische. Man kann jetzt noch kleine Korrekturen vornehmen. Zum Beispiel würde ich jetzt hier bei mir den Lichtreflex noch ein bisschen schöner rund machen, denn auf einem runden Objekt wäre auch der Lichtfleck eher rund. Und man könnte jetzt hier, wenn man unbedingt möchte, diese Nasenlöcher noch ein bisschen schöner modellieren. Wenn es hier so ein bisschen fransig ist wie bei mir, dann kann ich jetzt hier mit dem Auswaschpinsel noch mal ein bisschen was rausholen und das Ganze ein bisschen hübscher gestalten. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Nasenformen. Selbst wenn ihr jetzt bei Bela und bei mir guckt, würdet ihr sehen, Mutter und Sohn, verschiedene Nasen. Bela, wir drehen uns einmal ins Profil. Genau, wir gucken uns mal an. Hier meine Nase anders als deine. Also bei der Nase gilt wie bei allen Dingen im Gesicht genau hinschauen und versuchen dann die richtigen Formen auch zu erwischen. Wir haben heute versucht, eine stereotype Form der Nase zu malen für euch mit dem etwas trickreichen zweiten Farbauftrag, dem warmen und den kalten Schatten. Ich würde wirklich vorschlagen, mehrere Nasen zu üben und zu schauen, dass die Arbeitsschritte flüssig und zügig ineinander übergehen.
Bevor wir Tschüss sagen, weise ich noch hin auf unseren Livestream im Juni für das 10 € Unterstützerpaket, denn dort malen wir gemeinsam an einem Dienstagabend ein Dreiviertelporträt. Und für alle, die jetzt schon fleißig üben und dabei sein wollen, schaut unter dem Video. Wir haben unsere Unterstützerpakete dort verlinkt. Ab einem Unterstützerwert von 10 € seid ihr dabei. Für heute sagen wir Tschüss. Wir freuen uns schon auf den nächsten Teil unserer Serie. Das wird dann der Mund sein. Tschüss!